Willkommen zu Reinvented, dem Business-Podcast von Share IDS. Wir sprechen über Cloud, Prozesse und digitale Transformation. Praxisnah, verständlich und immer mit Blick auf das, was Ihrem Unternehmen echten Mehrwert bietet. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Ich bin Susan Sari, bin Moderatorin und Journalistin und freue mich, mit Menschen mit Fachexpertise über konkrete Herausforderungen und Lösungen zu sprechen. Wir richten uns an Fachleute genauso wie an Interessierte. Kurz zur Share IDS. Sie unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse mit innovativen Lösungen zu transformieren. Mit Expertise, Branchen-Know-how und starken Partnerschaften von der Strategie über die Umsetzung bis hin zum Betrieb. Und heute tauchen wir in eine wirklich spannende Welt ein, in die Edelmetallbranche. Die Lage, darf man ja sagen, in der Edelmetallbranche ist aktuell spannend wie kaum zuvor. Wie viele andere Branchen auch geht es hier beispielsweise auch um moderne IT-Lösungen für eine gelungene Zukunft. Und wir wollen schauen, was ist denn für und auch in der Branche gerade wichtig in Bezug auf Transformation, Prozessoptimierung oder auch der große Baustein künstliche Intelligenz. Was aktuelle Themen gerade sind, das wurde auch nochmal gerade zuletzt auf dem Edelmetallforum besprochen. Und genau dort war ein Mann, der Experte im Bereich des Edelmetallsektors ist und von dem wir heute mehr erfahren dürfen, Stefan Koop. Er ist Unit Lead Edelmetallsektor bei Share IDS mit über 20 Jahren Erfahrung in der Metallbranche, in der Edelmetallbranche. Und wir haben uns vorher für das Du entschieden, deswegen sage ich grüße dich, Stefan. Hallo. Hallo Susanne. Stefan, bevor wir ins Thema einsteigen, jetzt haben wir gerade deine Vorstellung gehört, die ich verlesen durfte, aber vielleicht kannst du uns auch nochmal erklären, weil das ja mit deinen Titeln nicht immer direkt für alle auch einzuordnen ist. Was sind deine Hauptaufgaben und was begeistert dich an dem, was du machst? Okay, ja, sehr gerne. Ja, also zum einen ist es so, dass ich den gesamten Edelmetallsektor bei Share dann verantworten darf. Was fällt aber darunter? Das heißt, das eine ist eben, Mitarbeiter zu befähigen und Kollegen, eben diese edelmetallspezifischen Themen zu verstehen, dieses Wissen dann auch wiederum anwenden zu können, sodass wir dann auch die richtigen Prozesse hoffentlich finden und mit dem Kunden gemeinsam dann auch die zukunftssicheren Lösungen auch erarbeiten. Das zum anderen ist es aber auch so, dass ich selber in den Projekten intensiv mitarbeite und auch hier mein Wissen letztendlich auch noch kundtue und auch in der Qualitätssicherung mitarbeite. Zu guter Letzt ist es so, dass ein weiterer großer Aspekt meiner Person ist, dass ich letztendlich auch in diesem gesamten Netzwerk, in dieser Branche natürlich schon ein starkes Netzwerk aufgebaut habe, auch schon vor dem Zukunftsforum Edelmetalle, da ich ja schon 20 Jahre in dieser Branche letztendlich tätig war und dort auch vorhandene Kontakte und auch neue Kontakte akquirieren und knüpfen konnte. Im Laufe dieser Folge werden wir auch Ausschnitte aus einem Videoformat hören, und zwar zwischen Stefan Koop und Wolfgang Wrześniok-Rosbach, der geschäftsführende Gesellschafter der Fragold GmbH. Und das ganze Gespräch, das verlinken wir Ihnen natürlich, aber so können wir jetzt mit doppelter Expertise nochmal auf das Thema blicken. Stefan, wir haben einen Ton von Herrn Wrześniok-Rosbach. Da geht es gerade darum, wie die Edelmetallbranche heute ist, wie man sie beschreiben könnte. Und ich würde gerne zunächst mal diesen Ton hören und dann dich auch fragen, wie du sie wahrnimmst. Wir hören mal rein. Durch Zufall zu den Edelmetallen gekommen und habe es eigentlich in den ganzen 40 Jahren lieben, schätzen gelernt. Mag die Leute sehr in diesem Markt. Es ist ein ganz toller Markt und deswegen bin ich weiter aktiv auch und war in der Zeit auch mit ganz vielen Facetten beschäftigt. Also erstmal 20 Jahre Bank, Dresdner Bank damals, die sehr groß war im Edelmetallhandel, sehr international unterwegs war, von Minenfinanzierung in Australien über das Gold der Zentralbanken, mit denen wir arbeiten durften, bis hin eben zu Kleinanlegern, die Münzen und Barren gekauft haben und nicht zu vergessen natürlich die Industrie. Und das ist auch das Schöne bei den Edelmetallen, die sind nämlich wirklich weltumspannend. Also geht ja nicht nur um Gold, es geht auch um Silber, um die Platinmetalle. Fast überall sind diese Edelmetalle drin, auch in Produkten, die wir benutzen. Und das ist das Spannende. Also ich mag sehr, hört man, glaube ich, und bin da auch Feuer und Flamme immer noch für dieses Thema. Stefan, würdest du da mitgehen? Ja, absolut. Ich teile hier komplett die Meinung von Wolfgang und sehe
eben genau, dass sich in der Branche einiges tut. Gerade im Hinblick der Möglichkeiten und Zukunftsaussichten sind einige Firmen, die wir jetzt eben kennen, sehr interessiert und arbeiten ganz stark daran, eben mit einigen Projekten dies auch zu bewerkstelligen. Und da gab es ja auch jetzt in letzter Zeit eben nochmal das Zukunftsforum Edelmetalle, bei der sich die Branche eben trifft und auch nochmal diese und viele weitere Punkte austauscht. Ich würde auch da gerne, Stefan, dich fragen, wie war da dein Eindruck? Du warst dort. Welche Highlights hast du mitgenommen? Ja, also die Highlights für mich waren also sehr viele verschiedene Themen, die sehr spannend waren. Definitiv sehr viele interessante Menschen habe ich kennengelernt und auch alte Bekannte wieder getroffen letztendlich. Und, und vor allem alle mit dem gleichen Ziel vermutlich, eben in die Zukunft zu schauen, was können sie verbessern, wie sieht der Markt auch in Zukunft aus und da den Blick zu haben gemeinschaftlich, den fand ich super. Stefan, du hast bereits in einem Video mit Herrn Brzezinok Rosbach über das Edelmetallforum gesprochen und er hat gesagt, dass das Thema Vernetzung da auch eine große Rolle gespielt hat. Mir ging es eben darum, jetzt heute als Berater für die Edelmetallbranche, also da unterscheiden wir uns auch gar nicht so sehr, wobei ich weniger von der IT-Seite herkomme, als mehr jetzt von strategischen Entscheidungen. Als Berater für die Branche gleichzeitig auch einen neuen Treffpunkt für die Branche schaffen wollte, nämlich das Zukunftsforum Edelmetalle, wo wir ja auch wieder sozusagen in Kontakt geraten sind und ihr euch da auch engagiert habt als Share. Da bin ich sehr dankbar dafür, aber das war eben auch, glaube ich, genau das Ziel, die Vernetzung, die nicht trotz dass es so wenige Leute sind und die sich auch immer wieder mal treffen, aber die verschiedenen Facetten laufen so mehr parallel nebeneinander. Und die Vernetzung neu zu schaffen, dafür ist das Zukunftsforum Edelmetalle von mir ins Leben gerufen worden, eben in diesem Frühjahr ein erstes Mal. Und vielen Dank auch für die Unterstützung an der Stelle. Aber ich glaube auch, dass auf der anderen Seite natürlich für euch so eine Veranstaltung gut ist, um sich eben in der Branche vernetzen zu können. Denn ihr wollt ja jetzt auch aktiv werden. Also die Ziele des Edelmetallforums und die Vernetzung sämtlicher Aspekte, das hat Herr Brzezinok Rosbach gesagt. War das auch so in der Praxis? Auf jeden Fall. Also, man darf jetzt nicht vergessen, also Share IDS war natürlich jetzt kein Marktmitspieler, sondern eher 'n Dienstleister für Prozesse und IT-Lösungen. Und, wir hatten aber also ich zumindest hatte nicht den Eindruck gehabt, dass wir hier außen vor gelassen werden. Ganz im Gegenteil, wir hatten sehr gute Gespräche geführt gehabt, obwohl wir nicht Teil der Branche sind und habe natürlich viele Kontakte geknüpft und aber auch alte Bekannte getroffen. Welche Themen waren für dich dort besonders prägend oder vielleicht auch welche Herausforderungen hast du noch mal so mitbekommen, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden? Ja, eben dieses Drumherum zu schauen und nicht nur eben eine weitere Goldkonferenz zu haben, wie Wolfgang beschrieben hat, war genau das, was ich wahrgenommen habe. Und zwar, was mir sehr viel, Freude bereitet hat und mir gar nicht so präsent war das Thema seltene Erden. Das hat mich sehr interessiert. Das Thema KI, dass das überhaupt in der Edelmetallbranche so präsent auch schon ist und man sich wirklich darüber schon Gedanken drüber macht, wie man das eben letztendlich einbauen oder einbetten kann und die Regulierung der Themen. Und auch hier die Behördenvertreter gar nicht so kontrovers diskutiert haben oder kontroverse Meinungen hatten, wie ich ursprünglich angenommen hatte, fand ich sehr spannend. Du hast jetzt gerade schon das KI-Thema angesprochen, Digitalisierung. Ja, kann man denn überhaupt die Frage stellen, wie digital diese Branche tatsächlich ist? Wo stehen wir in der Edelmetallbranche? Das glaube ich nicht im Detail wirklich komplett beantworten zu können. Dazu bin ich eben nicht mehr komplett in der Branche hier auch tätig, sondern bin ja in der Prozess- und IT-Landschaft eher unterwegs. Nichtsdestotrotz, nach den Gesprächen, die ich geführt habe ich ganz klar rausgehört, also ganz tief sind wir da sicherlich noch gar nicht drin. Und ich glaube, das Thema ist auch insgesamt, auch in anderen Branchen vermutlich genauso. Ähm, und wir stehen hier tatsächlich, glaube ich, noch sehr am Anfang. Aber man denkt nicht nur drüber nach, sondern man hat auch aktive Ideen und Pläne, wo man letztendlich KI auch einsetzen kann. Stefan,
was sagst du, wie geht die Branche tatsächlich mit Digitalisierung um? Herr Wrześniok-Rosbach, der Ja. sagte im Gespräch mit dir etwas ganz Spannendes zu diesen Anforderungen. Wir hören mal rein. Also ich glaube, man muss sich hier ein bisschen die Strukturen anschauen. Auf der einen Seite gibt es natürlich hochprofessionelle, etwas größere und große Unternehmen, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen, die auch neue ERP-Systeme einführen, die sich entsprechend beraten lassen, auch natürlich viel Geld investieren. Und dann haben wir natürlich eine große Gruppe kleinerer und kleinster Beteiligter an dem Markt, also Händler, Edelmetallankäufer, die, glaube ich, noch viel sehr klassisch mit ja, Excel-Spreadsheet, Papier machen. Und da muss sich was verändern. Da muss sich was verändern aufgrund der Preisbewegungen, die wir sehen, denn da sind Risiken, die bergen Risiken. Also wenn die Preise sich mal eben schnell um 10 oder 20% rauf oder runter bewegen, dann sind das unglaubliche Risiken, die auch sagen wir, ein kleiner Beteiligter, ein Kleinstunternehmen an diesen Märkten tragen muss. Und da ist Digitalisierung einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema für alle. Das sind so die internen Prozesse, die notwendig sind. Dann kommen natürlich aber auch externe Anforderungen. Wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, also die Frage der Lieferketten. Wo kommt eigentlich Gold her? Und was wir natürlich nicht haben wollen in der Branche, ist Gold, das aus Kriminalität kommt, Gold, das mit Geldwäsche zu tun hat, oder mit Kinderarbeit. Das sind alles Dinge, das gilt nicht nur für die Edelmetallbranche, das gilt für alle Branchen natürlich, genauso für Textilien und andere Bereiche. Das wollen wir nicht. Und da gibt es auch nicht nur die internen Anforderungen, die wir haben wollen, sondern es gibt auch externe Regularien, die immer stärker auch auf den Markt ausgerollt werden. Und da ist eben das Thema Digitalisierung auch wahnsinnig wichtig. Also man muss wissen, wo kommt das Material her, und das muss von der Mine im Prinzip bis zum Endverbraucher nachvollziehbar sein. Ja, da klingt ja so ein bisschen raus, dass einfach, Veränderung benötigt wird, dass das ein Stichwort ist, dass es eine Transformation dieser Branche braucht, Stefan. Und da knüpfe ich jetzt noch mal bei dir an, denn die große Frage ist ja, wie kann das gelingen? Die Share IDS beschäftigt sich ja eben mit diesen Themen der Transformation, ob das jetzt Prozessberatung ist, Digitalisierung, Plattformarchitektur. Wie wichtig sind denn da spezielle Dienstleister in einer, ja, so komplexen Branche, wie wir es jetzt auch gerade noch mal, gehört haben, und was brauchen die? Ja, also ich glaube zum einen, was braucht man für eine Transformation? Man braucht eben auch vielleicht noch einen Blick von außen, den man häufig eben nicht hat, weil man vielleicht schon sehr lange in der Branche arbeitet, mit den gleichen Menschen und in dem gleichen Umfeld. Das heißt, gerade wenn Veränderungsprozesse greifen sollen, dann ist es immer gut, auch eine externe Meinung zu haben, eben sehr neutral, nicht bewertend, einmal auf die Dinge hinzugucken und auch das gewisse Dinge auch vielleicht transparent zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so zu schauen, okay, wie sind die Prozesse heutzutage? Brauche ich sie in Zukunft noch so, gerade mit der Gegebenheit, was wir heute eben als Innovation sehen und so weiter? Und wie zukunftsfähig sind denn diese Arbeitsschritte, die man da hat? Und dann gehen wir nämlich natürlich als Share IDS her und sagen, okay, mit dem neutralen Blick, mit dem Zahn der Zeit sozusagen, gucken wir immer auf die Prozesse und überlegen, wie sie zukunftssicher aufgebaut werden können, aufgesetzt werden können und eben so, dass sie dann auch effizient und automatisiert umgesetzt werden können. Ein zukunftssicherer Blick eben nicht nur, aus der Fachexpertise raus, sondern eben wirklich auch aus der Vogelperspektive, nehme ich mit. Und Genau. beim Thema Zukunftssicherheit, da kommt man ja dann doch noch mal zurück zu künstlicher Intelligenz und, ja, die macht natürlich auch vor der Edelmetallbranche nicht Halt. Was würdest du sagen, welche konkreten Anwendungen siehst du denn schon in der Edelmetallbranche? Wo könnten da Potenziale liegen? Kann man das schon sagen? Ja, also ich glaube, ich könnte da einige aufzählen, und auch vermutlich Klassiker, die auch in anderen Branchen
vermutlich die gleichen Verdächtigen sind. Und ich würde zum Beispiel ein paar aufgreifen, um das Thema nicht zu sehr in die Länge zu ziehen. Und zwar einmal in der Auftragsabwicklung. Das heißt also der ganze E-Mail-Verkehr zum Beispiel. Ne? Also da kommen Anfragen rein. Aus diesen könnte man dann tatsächlich auch schon Angebote generieren und so weiter. Und da kann die KI in Zukunft vermutlich sehr, sehr viel machen. Und es gibt halt auch ERP-Systeme, die dann tatsächlich auch solche Integrationen zulassen und auch mitentwickeln, sodass eben genau das bewerkstelligt wird. Das heißt, man hat nicht mehr die Flut an E-Mails, die man abarbeiten muss und hinsichtlich dann eben aus dem Angebot später auch einen Auftrag zu generieren. Da glaube ich, kann die KI sehr viel machen. Speziell jetzt vielleicht für die Edelmetallbranche, gerade im Umfeld Edelmetallrecycling, ist es ja so, dass häufig mit einem Kunden eine Vorabvergütung vereinbart wird, zum Beispiel oder definiert wird, weil man sich eben nicht 100% sicher ist, ob der Inhalt wirklich das ist, was man vermutet, erst nach den ganzen Prozessschritten, die dann eben dazu führen, dass man genau weiß, was da drin war, gibt es eben häufig den Prozess der Vorabvergütung. Und auch hier kann man sicherlich über die KI lernen und gucken, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren, kundenspezifisch, aber auch insgesamt und auch für dieses Produkt, beziehungsweise für diesen ähm, Klumpen, der da ankommt, zum Beispiel, ja, dass man da eben bessere Werte vorab dann vergüten kann, um dann weniger Risiko zu haben und vielleicht noch schneller zu sein. Ja, und hier hat auch Herr Wrześniok-Rosbach aus seiner Perspektive nochmal zum Thema künstliche Intelligenz ergänzt. Mhm. Wir hören mal rein. Du hast es Ja, jetzt gerade so beschrieben, ich will sozusagen die letzte Entscheidung genau. will ich haben. Man könnte aber genauso gut argumentieren, wir setzen natürlich die Leitplanken vorher. Oder Ja, das. Ist und gut. lassen anschließend die KI alleine laufen. Also, das sind Dinge, Ja. ich glaube, das ist heute noch zu früh und auch reine Spekulation, aber das ist etwas, was uns in Zukunft als Branche, genauso wie andere Branchen natürlich auch, beschäftigen wird. Das sind auch Themen wie Produktentwicklung, die dabei 'ne Rolle spielen. 'N Unternehmer sagt: „Ich hätte gerne zum, ähm, 150. Jubiläum meines Unternehmens eine, Silber oder eine Goldmünze für alle meine Mitarbeiter." Und so wie du gerade beschrieben hast, die Anfrage kommt rein, und die KI kann natürlich dann analysieren, Ja. ja, wie müsste das Design zum Beispiel für so eine Münze sein, Ja. und macht dann schon gleich mal die ersten 10 Vorschläge, ja? Mhm. Also, was hier an Zeit theoretisch erspart würde. Ja. Das ist Wahnsinn, wenn man das mal durchdenkt, an Zeit und auch an Variantenreichtum dann plötzlich möglich ist, ja. Dann heißt es nicht, ja, da sitzt ein Graveur und erst mal ein Designer, dann ein Künstler im Prinzip, dann ein Graveur und so weiter. Man kann wirklich sagen: „Okay, hier sind 20 Varianten, passt dir eine davon ist ganz nett, aber bitte noch kleine Anpassungen machen." Und anschließend geht das Ganze in die Produktion der entsprechenden Prägestempel und plötzlich kommen wir so weit, dass wir zu geringsten Kosten, Ja. diese, Losgröße 1 haben. Ja. Ja, also, wo früher Skaleneffekte eine Rolle spielten und wir, sagen wir, von irgendetwas Hunderte oder Tausende Einheiten machen mussten, um auf günstige Produktionskosten zu kommen, sind wir hier dank der KI plötzlich an einem Punkt, wo wir sagen können: „Nein, also wenn du unbedingt deine persönliche Münze haben willst, können wir mit KI heute tatsächlich das schon, so günstig machen, Ja. dass das auch umgesetzt werden kann, was Ja. früher überhaupt nicht ging." Also, es eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Ja. Stefan, was würdest du ergänzen zu diesen neuen Möglichkeiten? Also, ich habe mir lange, nach dem Gespräch lange Gedanken drüber gemacht, was Wolfgang da gesagt hat und, da sind ja mehrere Facetten genannt worden. Das Letzte würde ich zum Schluss auch aufgreifen. Ich würde erst mal das aufgreifen wollen, mit dem Ansatzpunkt, dass er zum Beispiel sagt: „Na ja, man könnte sie ja viel früher schon ansetzen, die KI." Hingegen zu dem, was ich gesagt habe, eben am Ende. Mir ging es gar nicht darum, wo man sie ansetzt. Ich glaube, was man immer klarer vor Augen haben muss, ist, es sind andere Aspekte, wie zum Beispiel ethische Aspekte, philosophische Aspekte. Wie viel Macht, wie viel Vertrauen, also Macht gebe ich der KI, wie viel Vertrauen habe ich der KI gegenüber und wo will ich wirklich tatsächlich eingreifen können, mitgestalten können und wo lasse ich sie vollständig alleine laufen? Das sind so Themen,
Das muss man, glaube ich, individuell ähm, äh, beurteilen und auch entscheiden. Das ist das eine. Das andere, was Wolfgang gesagt hat mit der Losgröße 1, ist sehr spannend, weil genau das passiert ja. Und ich kann das auch aus der Praxis, aus meinem privaten Umfeld eben genauso auch bestätigen. Ich habe mir ein 2D-Bild von einer KI modellieren lassen auf Basis meiner Ideen und Wünsche. Da habe ich ein sehr gutes Bild bekommen, was mir sehr gut gefallen hat. Und dann dachte ich mir, das ist so ein kleines ähm, Maskottchen, was ich mir da malen lassen habe. Und dann habe ich mir überlegt, naja, wie kriegst du das hätte ich gerne als Figur, als 3D-Figur auf meinem Schreibtisch. Mhm. Und wenn man überlegt, früher musste man Designer haben, ne, Künstler, künstlerisch drangehen und so weiter. Und wie kriegt man das dann tatsächlich dann als Produkt? Und vor allem, wie kriege ich die Thematik von 2D in 3D? Weil man eben diese Dimension ja gar nicht hat. Und das hat die KI auch bewerkstelligt. Und jetzt habe ich am Ende genau dieses 3D-Druckmodell bei mir auf dem Schreibtisch stehen für den geringsten Kostenanteil, was in der Vergangenheit eben nur über Serienproduktion eben möglich war. Und das kann ich Cool. bestätigen und ich glaube, das wird ganz spannend auch in die Richtung Gold gehen, beziehungsweise Edelmetalle gehen, wenn man dann eigene Münzen und so weiter dann wirklich so individuell schnell und kostengünstig umsetzen kann. Und das wird tatsächlich kommen, meiner Meinung nach. Also die Kostenersparnis eben, die durch künstliche Mhm. Intelligenz dann auch in der Verarbeitung beispielsweise von Gold stattfinden wird. Wenn man die ganz großen Schlagwörter unserer Zeit nimmt, dann ist man bei KI, man ist aber auch bei Nachhaltigkeit, Stefan. Und da würde ich gerne auch nochmal anknüpfen. Nachhaltigkeit, Rückverfolgbarkeit, Kreislaufwirtschaft als Schlagwörter. Was spürst du in der Branche, wenn es um Rückverfolgbarkeit und Kreislaufwirtschaft geht? An welchem Punkt befinden wir uns gerade in der Edelmetallbranche? Also, zum einen ist es ja so, wie Wolfgang auch gesagt hatte, also wir haben halt nicht nur die internen Prozesse, sondern auch die externen Prozesse. Und gerade wenn man eben reguliert wird, hat man natürlich gewisse Themen, die man sicherstellen muss. Und ich nehme tatsächlich wahr, dass eben genau geguckt wird, woher kommt das Edelmetall, was ist damit passiert. Selbst in den einzelnen Prozessschritten oder Produktionsschritten innerhalb der Gesellschaften schaut man genau, wo, wie, was, wann genau passiert ist, um eben auch eine gewisse Prozesssicherheit zu haben, Auditfähigkeit zu haben und am Ende die maximale Transparenz, weil sich ja auch im Recyclingprozess ja auch Mengen ändern können und so weiter, dass man da eben nicht in irgendein Risiko läuft. Da achtet man schon sehr stark drauf. Und das sind sehr, sehr viele Themen, auch unabhängig von jetzt den großen Buzzwörtern Digitalisierung, KI, glaube ich, auch schon in der Vergangenheit ein wichtiger Aspekt gewesen. Nur ich glaube, was jetzt der große Unterschied ist, dass man jetzt sieht, man hat jetzt noch viel mehr Möglichkeiten und nimmt noch mehr wahr, was machbar ist und entwickelt sich eben noch stärker und noch fokussierter in die Themen rein. Und vielleicht hier auch noch mal zunächst ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit Herrn Wacześniok-Rosbach. Nachhaltigkeit ist natürlich heute ein großes Thema. Ja. Die Frage ist, wie werden Edelmetalle eigentlich gefördert? Das gilt für alle Rohstoffe natürlich, die immer noch neu gefördert werden und welche Auswirkungen das hat. Was jetzt die Umweltschädigung möglicherweise, und die kann man nicht verneinen, durch Bergbau natürlich, die gibt es und die muss minimiert werden. Was das betrifft, ist das eher etwas Lokales. Das fällt natürlich vor Ort an. Es gibt riesige Löcher in der Erde. Wenn es gut läuft, ist es Untertagebau, dann sag mal, fällt es über der Erde nicht so auf. Aber es ist eben ganz wichtig, wer arbeitet da? Ich hatte vorhin schon das Thema angesprochen. Also natürlich darf es keine Kinderarbeit Ja. in dem Bereich geben. Ähm, Wie wird vor Ort gewirtschaftet? Wie wird mit lokalen Communities, also mit Leuten, die dort vielleicht eben leben, Dörfer haben, ihre Landwirtschaft betreiben? Wie wird da umgegangen? Ganz wichtiges Thema. Das ist jetzt nicht so sehr ein technisches Thema. Ich glaube, da sind Ja. viele politische Themen auch mit dabei. Und da muss in Zukunft natürlich noch genauer hingeschaut werden als in der Vergangenheit, wobei man sagen kann, da passiert auch schon sehr viel. Also gerade was größere Bergbaukonzerne angeht, die haben heute schon ähm, äh, ganz klar ihren Fokus darauf auch, welchen Impact haben die eigentlich lokal und wie können sie die Situation dort verbessern. Mir ist tatsächlich, nachdem ich diesen Ton gehört habe, diesen Ausschnitt, ist mir noch hängen geblieben eine weitere Stelle, die er ja, mit uns geteilt hat in dem gemeinsamen Gespräch, das ihr beiden hattet. Und da dachte ich danach auch so, die Edelmetallbranche hat eben auch
Aspekte der Nachhaltigkeit oder Recycling vielleicht auch schon immer eine Rolle gespielt haben. Wer heute eine Münze oder einen Goldbarren kauft, der kann davon ausgehen, dass auch ein Atom von der Krone von Kleopatra mit drin ist. Lassen wir auch einfach mal genauso stehen. Also auch das ein interessanter Fun-Fact. Aber ich möchte nochmal, Stefan, mit dir ein bisschen in Richtung Zukunft blicken. Nachhaltigkeit, KI, Digitalisierung haben wir angesprochen. Wenn du tatsächlich Wünsche frei hättest für die Entwicklung der Edelmetallbranche, auch aus deiner Expertise heraus, welche wären das? Also zum einen wäre es mir natürlich persönlich, würde ich mich darüber freuen, wenn sich die Entscheider der Edelmetallbranche auch mal das Interview tatsächlich mal komplett anschauen würden von Wolfgang und mir. Weil da sind ja schon auch viele Zwischentöne gewesen, die sicherlich schon transparent sind und auch bewusst sind den einzelnen Menschen oder vielleicht auch nicht. Und da eben wirklich die Sinne zu schärfen, offen zu sein für die Themen, die wir angesprochen haben, weil ich glaube, die decken alles ab. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir da irgendwie ins Gespräch kommen können, wo wir sie auch unterstützen können. Und da beim Punkto Unterstützung knüpfe ich vielleicht auch nochmal an. Stefan, möchte ich auch nochmal konkret fragen, was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern in dem Zusammenhang noch mitgeben? Ja, seid offen für die gesamten Themen, ja, vor allem was da in dem Suchungsforum Edelmetall so besprochen wurde. Den Trend, der da wahrgenommen wird, bleibt am Zahn der Zeit, geht mit der Zeit mit, weil also wenn man nicht mit der Zeit mitgeht, bleibt man stehen. Das sind im Prinzip die alten Sprüche, die man aus der Vergangenheit kennt. Nichtsdestotrotz den Grundsätzen und den Werten aus der Vergangenheit bitte trotzdem treu bleiben, weil letztendlich ist es sonst alles oder nichts aus meiner Sicht. Und der nächste Punkt ist, nicht alles Neue ist unbedingt besser als das Alte. Auch da genau hingucken. Das ist eben letztendlich genau der Punkt, der mir wichtig ist. Genau hingucken, was ist sinnig, was ist nicht sinnig. Und das wären so die Hauptpunkte, die ich nennen würde. Das war unsere Folge zur Edelmetallbranche. Zunächst einmal vielen Dank, Stefan Koop, für das Gespräch und natürlich auch für die Einspieler, die wir haben konnten aus eurem Gespräch mit Wolfgang Wrześniok-Rosbach und die Einblicke. Wenn Sie tiefer einsteigen möchten, in den Shownotes finden Sie natürlich das komplette Video-Interview zwischen Stefan Koop und Wolfgang Wrześniok-Rosbach und weitere Informationen und Kontaktdaten. Und wenn Sie möchten, dann hören wir uns bald wieder hier. Lassen Sie uns gerne einen Daumen hoch da, wenn Sie möchten, oder abonnieren Sie uns, dann kriegen Sie mit, wenn wir noch mal hier sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Reinvented, der Business-Podcast von Share IDS. Mehr Impulse, Best Practices und Hintergründe finden Sie auf share-ids.de. Wenn Sie wollen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.